Ich würde mich noch mehr zusammenreißen, es ordentlicher noch zu bauen, sauberer. Ja. Aber das ist auch mein Ort, ich baue das so und ich fühle mich jetzt wohl, es passt mir so. Kurz bevor ich das Auto gekauft habe, habe ich mir eigentlich nie daran gedacht, dass das dieses Auto werden könnte. Und man kennt das also, das ist ein Kultfahrzeug aus dem Bundesheer, jetzt halt für die Privaten auch schwinglich, beziehungsweise es wird vom Bundesheer verkauft, versteigert. Und warum das Fahrzeug? Es ist klein, ist ein super Geländefahrzeug. Wenn die Autos versteigert werden, werden sie ausgerufen zu um 1.500 Euro, 2.000 Euro, gehen aber weg bis zu 30.000 Euro. Und da sind sie aber noch nicht hergerichtet. Ähnlich war es bei mir, ich habe es zwar aus dem privaten Bereich gekauft, aber es ist jetzt auch um den Dreh, es ist auch zwischen 20.000 und 30.000 habe ich gezahlt. Wobei, dann muss man schon noch einiges reinstecken, um das halt nach seinen Wünschen umzubauen, dass ich mich drinnen wohlfühle. Und letzten Endes, also ich sage einmal, 10, 15, 20.000 steckt man auf alle Fälle rein. Also und da ist man eher, glaube ich, unten dabei. Das ist überhaupt nicht davon zu reden, wie viel Zeit man investiert. Also die Zeit ist das größte Problem eigentlich, weil das ist unbezahlbar. Aber man muss heutzutage rechnen, glaube ich, zwischen 30.000 und 50.000 muss man für so einen rechnen. Er hat einen 2,5 Liter Dieselmotor, Turbodieselmotor, drin ist der LT, 6 Zylinder, hat einen Verbrauch von, also ich habe ungefähr 17,5, 18 Liter. Wobei je nachdem, wie die Verkehrssituation auch noch ist, lässt es auch noch nach unten hin verbessern und optimieren. Aber je mehr du Gelände dann unterwegs bist, geht es nach oben halt weg. Aber ich sage jetzt mal, auf unseren Straßen 17, 18 Liter, was für ein LKW, also mit 4,5 Tonnen, also nicht so dramatisch ist. Das ist immer die große Frage, was nimmt man mit bei Reisen? Kriegt man die Ersatzteile im Ausland? Das ist eher beim Winzgauer, wenn man Glück hat schon, aber eher nein. Wichtig ist, dass man weiß, wen kann ich anrufen, informieren, dass ich Ersatzteile bekomme und woher bekomme ich es. Also das ist halt einfach zu Hause, habe ich genug Leute, die wissen, wo kriege ich es her und die müssten mir das notfalls schicken. Es ist null Elektronik im Auto, ist ein 90er Baujahr und dadurch ist es eigentlich, jeder, der sich mit Autos auskennt, wenn man improvisiert, vieles ist reparabel oder zumindest vorübergehend reparierbar. Ja, und die Elektronik kann einen Streich spielen, weil es keine gibt. Pinzgauer 718T und Pinzgauer deshalb, weil man es nach dem Pferd Pinzgauer, das ist also praktisch eigentlich das Pferd heißt eigentlich Norica und wird auch in Österreich als Pinzgauer bezeichnet. So ist das der Pinzgauer sozusagen einem Pferd aufgrund eines Pferdes sozusagen benannt worden, eines Lastenpferdes und Arbeitspferdes. Und deswegen heißt der Pinzgauer, so wie der Vorgänger eben, der kleine Vorgänger Haflinger geheißen hat, auch eine Pferderasse. Ist also früher mal ein Sanitätsfahrzeug gewesen beim Bundesheer, ist ein Diesel, habe ich schon gesagt, der eben mit 105 PS ausgestattet ist. Die Umbaumaßnahmen, also es ist vieles nicht mehr original. Natürlich das Solar, beziehungsweise auch vorne, der vordere Teil, das Führerhaus ist normalerweise ein Fetzendach, wie man bei uns sagt, also eine Plane, und das ist also adaptiert worden, die Lichter sind neu dran, oder verbessert worden, es ist vorne eine Seilwinde drauf. Ich glaube, das ist in der Wüstenvariante, ist das so serienmäßig eingebaut worden, da bin ich mir aber nicht einmal ganz sicher, ob das wirklich so ist, aber das ist einfach die Möglichkeit, dass man sozusagen eine Fußbelüftung öffnet, wo einfach der Fahrtwind durchzieht, ist bei größerer Hitze wirklich sehr angenehm, weil einfach dadurch der Durchzug gewährleistet wird. Das ist sozusagen die Funktion dieser Klappe. Beifahrer und Fahrer sind neben dem Motor ansässig und dadurch ist es da drinnen immer wieder ziemlich warm. Also der Motor streut natürlich ab. Das ist vielleicht ein bisschen ein Problem, gleichzeitig das Lärmproblem natürlich auch. Es ist relativ laut, obwohl es nicht so laut ist, wie alle tun. Also jedenfalls meiner nicht. Und
Ja, das ist vielleicht auch noch im Winter ist es angenehm, die Wärme, weil man immer gleich quasi einen Kachelofen beim Fahren dabei hat. Das ist der Winterluxus. Ja. Ja, von der Bereifung ist auch nicht mehr die Originalbereifung. Es sind das von Mats Terrain Reifen von BF Goodrich, die eben optimal eigentlich für das Fahrzeug sind. Er ist zugelassen auf 4,5 Tonnen. Vielfach werden diese Pinzgauer, wenn sie in Privatbesitz kommen, auf 3,5 Tonnen zugelassen, aber dadurch, dass ich jetzt für die Reise eben so schwer beladen bin, habe ich mir doch entschieden, das wieder auf einen LKW zuzulassen. Das Klasse an dem Pinzgauer ist, dass man recht schnell erklären kann, weil er im Prinzip ganz wenige technische Raffinessen hat. Das ist das Lenkrad, wie man das eben schon schön sieht. Es gibt ein paar Schalter, die eigentlich die üblichen Schalter sind, was für Licht und Lüftung betrifft. Der wesentlichste Schalter ist eigentlich die Automatik. Der Automatikschaltung, ein Vierganggetriebe mit einer Untersetzung. Da auf der Seite, die jetzt von eurer Seite nicht zu sehen ist, ist sozusagen der Hebel für Untersetzung, Straßengang und Geländegang. Der Motor ist dazwischen zwischen Fahrer und Beifahrer situiert. Ja, das ist eigentlich von dem, was das Auto vom Original zu bieten hat, alles erklärt. Ich habe da eben noch Tablet beziehungsweise eben quasi ein Navigationsgerät über Satellit, wo ich kommunizieren kann und eben die Landkarten sozusagen übertragen kann auf das Tablet. Er ist grundlegend ist so von den technischen Raffinessen noch, hat eine Warttiefe, also er kann durch ein Wasser fahren, das ungefähr 75 cm tief ist, ohne dass irgendwo was reinrinnt, beziehungsweise ohne dass der Motor irgendwie einen Schaden erleidet. Die Luftansaugung ist eben erhöht, dass man mit so einem Zyklonfilter, dass man eben da den Sand, sozusagen im sandigen Bereich, die Luft für den Motor ansaugen kann. Ja, die Winde habe ich erwähnt, die habe ich insofern umgebaut noch, dass man die Winde vorne und hinten installieren kann. Hat einen wesentlichen Vorteil, weil in vielen Fällen ist es ja so, dass man irgendwo auch hineinrutscht und dann ist es ein leichterer Weg eigentlich rauszukommen, aber wenn ich die Winde vorne habe, könnte es mitunter Probleme geben. Wenn man natürlich danach trachtet, sich durch ein gewisses Gebiet durchzuwinden sozusagen, dann braucht man die Winde im Wesentlichen vorne. Also das ist jetzt eine situationsbedingte Angelegenheit, aber wichtig ist, dass man die Möglichkeit hat, sie vorne oder hinten zu verwenden. Diese 3 Achsen lassen sich jeweils sperren, kann alle 3 Differentiale extra sperren. Permanent sind die hinteren 2 Achsen angetrieben, die vordere Achse wird zugeschalten, also der Allrad wird zugeschalten und wie gesagt kann ich in den Geländegang auch schalten und habe sozusagen in der Vollausstattung habe ich Geländegang, Allrad und alle Achsen gesperrt und wenn es sein muss, noch Schneeketten auch noch drauf. Also wirklich ein sehr vielseitig einsetzbares Fahrzeug, wo man eigentlich in Wirklichkeit überhaupt nicht stoppbar ist. Also es ist eigentlich wirklich nur das Gelände selber, dass das dann irgendwie wirklich zu steil wird oder die Schräglage ist zu groß, aber von der Kraft her, dass er weiterkommt, ist er eigentlich sehr gut ausgestattet. Der Motor könnte aber durchaus mit 105 PS, er könnte ein bisschen stärker sein. Und da gibt es auch schon Pläne, dass neue andere Motoren da auch verwendet werden, dass man das sozusagen umbaut. Und ist auch schon gemacht worden. Mit der Solaranlage vielleicht habe ich insgesamt 320 Watt mit. Das heißt, ich kann wirklich bei guten Sonnenbedingungen oder guten Sonneneinstrahlung kriege ich schon meine 15, 16 Ampere zusammen. Und das ist schon doch recht viel. Also Erfahrung her reicht das auch vollkommen aus. Ursprünglich war das ja, wie wir das auch vorher schon einige Male erzählt haben, war das ein Sanitätsshelter. Und der besteht aus also einer Aluhülle sozusagen und mit verschiedenen Aluverstrebungen, so wie ein Fachwerk. Und ich habe alles rausgerissen, weil der Vorgänger hat das ziemlich rustikal eingebaut gehabt, das hat mir von der Aufteilung nicht gepasst, aber alles rausgemacht, neu isoliert komplett und dann halt das eingebaut, was ich aus Erfahrung her für die Reise halt als optimal empfinde. Ich muss dazu sagen, das sage ich immer, aber ich bin ein bisschen ein Russ, was das Bauen betrifft,
weil ich nicht auf das bis ins letzte Detail fein bauen will. Dafür habe ich auch nicht die Geduld. Für mich muss es halten. Es muss stabil sein und ordentlich sein, dass es hält. Aber es muss nicht so sein, dass man glaubt, man hat da jetzt ein 100.000 Euro Modell. Wichtig ist, ich habe einen Herd, ich habe ein Waschbecken, Klo, dann habe ich da so eine Dusche mir einbaut, dass man Möglichkeit einfach hat zum Duschen, wobei das Abwasser vom Waschbecken und von der Dusche eben in einer der selbst konstruierten Tanks, Abwassertanks geht. Da geht nicht besonders viel rein, aber es ist ausreichend, dass man ordentlich in der Stadt stehen kann, ohne dass man sozusagen irgendwie belästigt mit dem Abwasser, das unten rausrinnt. Ich habe neben der Herd, wichtig ist, habe ich ja schon erwähnt, wichtig ist, dass man auch da sagt, dass man ein bisschen Gas mit hat, weil der Herd natürlich mit Gas betrieben ist. Da ist also die Gasabteilung, um nicht zu sagen die Gaskammer, weil das, ja, das ist leider, muss man sagen. Und also jedenfalls die Gasabteilung. Und da habe somit Gas für den Herd und für einen, den man jetzt nicht sieht, für einen Warmwasserboiler. Und der ist da drinnen verbaut, der liefert maximal 10 Liter Warmwasser. Das reicht also zum Duschen. Wobei man auch immer sagen muss, dass man gerade bei solchen Reisen reduziert man sich stark. Und ich habe es also dann mir angewöhnt, sozusagen fürs Duschen, für die Reinigung 1-2 Liter zu brauchen und nicht mehr. Und da wird wirklich der Tropfen, der heiße Tropfen wird sozusagen schon zur Einzelfreude. Ja, was man sieht, das Blau, das ist das Bett eben. Unterhalb des Bettes ist also ein Stauraum und gleichzeitig sind auch unten Heizung und Wassertanks verbaut. Wassertanks habe ich ungefähr insgesamt 2x50 Liter, also insgesamt 100 Liter an Wasser, an Brauchwasser. So wie es ausschaut, ich kaufe das Trinkwasser, wobei aber es mittlerweile auch natürlich eine Möglichkeit gibt oder auch eine Kooperation gibt, wo man dann Wasserfilter noch einbaut, vorschaltet sozusagen, dass man dann auch das Brauchwasser als Trinkwasser verwenden kann. Das ist aber jetzt mittlerweile noch nicht einbaut, kommt aber noch. Ja, so wie man sieht, da ist mein Bett. Reicht auch, also kann man auch verbreitern noch, dass man dafür 2 Personen kann man gemütlich auch liegen. Man darf kein übergroßer Mensch sein, aber die normal großen haben da genug Platz. Auch zu zweit. Wie gesagt, unterhalb ist Stauraum, da ist halt das Gewand und alles mögliche drinnen, Filmmaterial, Elektronikzeug. Ich habe dann, wie man sieht, einen Abwasch. Manche würden jetzt mich fragen, warum habe ich ein Waschbecken und ein Abwasch. Das ist, im ersten Moment habe ich mir selber mal die Frage gestellt, warum das eigentlich ist, warum ich das gemacht habe, bin aber dann erst nachher wieder drauf gekommen, ja, das habe ich deswegen gemacht, weil das für mich ein gewisser Ausdruck des kleinen Luxus ist, dass ich mich nicht in der Abwasch die Zähne putzen muss. Ja. Hat den Nachteil natürlich, dass man das Geschirr, das ungewaschene Geschirr in der Abwasch stehen lassen kann. Also das heißt, weil man das Waschbecken zum Zähneputzen hat. Aber im Prinzip ist es einfach nur eine Luxusfrage irgendwie und es hat mir ganz gut gefallen, dass man beides getrennt hat. Ja, unterhalb der Abwasch habe ich noch eine Möglichkeit, also habe ich eine Kühlbox drinnen, die ich von oben befülle. Ja, das ist eigentlich einmal nur so zum Aufklappen und zum Befüllen. Ich habe da noch einen kleinen Tisch, den man halt da entsprechend da fixieren kann. Also ist es alles für maximal 2 Leute ausgelegt. Im Regelfall ist es dann so, dass der eine da sitzt und der andere da. Und hat man halt sein Tisch, der ist jetzt nicht ganz korrekt, aber es ist wurscht. So hat man einen Tisch. Ja, was ist noch zu erwähnen? Da ist ein Schrank sozusagen für verschiedenste Utensilien. Kommt halt alles rein, was man so rein tut. Ja, da ist das Übliche drinnen halt. Die Skier bzw. Hefen und Heferl. Da vorne dasselbe. Ein ganz wichtiger Punkt sind diese 2 Dachfenster. Ich finde das ganz wichtig, weil wenn man die Fenster nicht hätte, dann wäre das so. Das heißt, dann wäre das ein bisschen eine düstere Geschichte. Also so muss man sagen, dann wäre es zu. Und es macht schon ganz ein anderes Gefühl, auch wenn es dann draußen regenwetterisch ist, und als wenn das natürlich offen ist. Ja. Und das taugt mir eigentlich, dass ich da 2 Fenster eingebaut habe.
Somit ist das insgesamt wesentlich länger hell und eben nicht so höhlenartig und man hat doch ein bisschen einen größeren Wohlfühlfaktor. Original ist da bei dem Sanitätsschild da noch ein kleines Fenster einbaut, eben um sozusagen den Kontakt zwischen Fahrer und Patienten immer herzustellen. Oder mit den, ja, und ich habe das aber ausgeschnitten und habe sozusagen da einen Durchgang gemacht. Ich benutze den jetzt nicht, aber es ist ganz vorteilhaft, dass man da Möglichkeit hat, Sachen vorzulegen, beziehungsweise von vorne auch zu schauen, was hinten los ist, wenn es irgendein Problem gibt. Ja, Elektronik habe ich da halt, ja, da ist der ganze Kabelsalat drinnen. Ich habe insgesamt 160 Ampere-Stunden, also zwei 12 Volt Batterien mit jeweils 80 Ampere-Stunden. Am Dach 320 Watt, die im besten Fall ungefähr 15-16 Ampere liefern. Das ist also ausreichend. Getrennt von dem System ist das ist ein 12 Volt System und getrennt davon ist natürlich vom Auto selber die Autobatterie mit 24 Volt. Das ist bei der Pinzgau oder die LKWs haben halt 24 Volt. Kann ich aber beides laden und bedienen, wie ich es brauche. Ja, das wichtigste Stück ist dann noch die Heizung. Das ist die kennt man also von Webasto, eine Heizung. Und da habe ich halt gleich ein Modell, das ordentlich heizt, weil das Wichtige ist, dass man ja immer das Problem hat vom Kondenswasser und ich löse das entweder so, dass ich das Kondenswasser wegwische, aber trotzdem in verschiedenen Fugen hat man es einfach trotzdem noch drinnen. Wichtig ist, dass man dann ordentlich aufheizen kann und dann alle Fenster aufmachen kann und die warme, feuchte Luft rausgeht. Das ist also meine Erfahrung, wie ich das am besten gelöst habe mit dem Kondenswasser. 4,3 Quadratmeter hat das Ganze, also es ist eher klein, Stehhöhe 1,60 Meter, also die meisten müssen schon abgeknickt stehen, so wie ich auch. Meine Freundin kommt gerade stehend aus. Aber im Wesentlichen sitzt man gleich einmal und dann macht das ja nichts. Ich habe das auch ausprobiert, ab wann es unangenehm wird, wie knapp man unter der Decke sitzen kann. Das ist ganz interessant, das ist auch ein Prozess, ein Planungsprozess. Und ich merke einfach, wenn das ein paar Zentimeter höher ist, wird das unangenehm. Aber so geht es gerade. Das Schwierigste beim Umbau war definitiv, dass ich zuerst geglaubt habe, ich kann alles planen und bin dann während des Bauens immer drauf gekommen, dass es doch anders ist. Weil es ist schön, wenn man einen Plan von dem erinnern hat und das ist eine 3D-Zeichnung von mir, das habe ich nämlich gemacht. Aber dann ist es doch ein Unterschied, ob man nur zum Beispiel dieser Gang, dieser breite Mittelgang, das quasi da, es ist ein Unterschied, ob man in der Theorie 30 cm hat oder ob dann in der Praxis 30 cm. Und da merkt man einfach, alles ist viel zu klein, viel kleiner als am Bildschirm. Und das ist die Schwierigkeit, dass ich während des Bauens immer wieder umdenken habe müssen und das adaptieren. Das ist auch mein Stil. Ich bin ja nicht der, der plant und dann zieht er das so durch, sondern bastel darum, was ist am besten. Habe versucht auch nicht zu teuer zu bauen. Das kommt auch noch dazu. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann wäre es einfacher. Ja, ich würde ein paar andere Materialien verwenden, würde es ein bisschen vielleicht noch ein paar andere Erkundigungen einholen von Leuten, die da mehr Erfahrung haben. Und ich würde manche Dinge einfach nicht mit so billigen Materialien lösen, das Problem, sondern gleich das zum Teureren greifen. So nach dem Motto, wer billig kauft, kauft doppelt, und das ist manchmal der Fall. Da willst du sparen und dann Isolationsmaterial, da gibt es noch billiges und teures, gutes und schlechtes, welches das Meereswasser annimmt und weniger. Da kommt man dann auch später drauf, was wirklich gut ist. Ich meine, es gibt viele Informationen, aber vielleicht habe ich das auch zu leicht auf die leichte Schulter genommen. Aber ich würde mich noch mehr zusammenreißen, es ordentlicher noch zu bauen, sauberer. Ja. Aber das ist auch mein Ort. Ich baue das so und ich fühle mich jetzt wohl. Es passt mir so, also im Anblick. Aber man sieht, manche Sachen sind schief. Es ist mir einfach nicht gelungen, das gerade hinzukriegen. Ja, genau, das Kastel ist leicht schief. Aber es macht nichts. Das ist einmal so, es ist drinnen, aber es ist stabil. Ja. Da kann es auch umfallen und da bleibt trotzdem alles drinnen. Körperlich muss man sagen, durch die niedrige Stehhöhe wird es sehr mühsam teilweise, weil du da in einer Höhle herumkriechst. Aber unterm Strich, sage ich mal, bin ich jetzt mal zufrieden. Ich würde es ordentlicher bauen noch. Aber von der Aufteilung her habe ich es mir sehr genau überlegt, wie ich es haben will. Also das ist wichtig, dass ich weiß, so passt es für mich. Das ist genau so, will ich auch mit 2 Waschbecken, also ein bisschen Waschbecken und Abwasch. Das ist für mich das passt so von der Aufteilung her, Fenster, bin ich äußerst zufrieden. Wie ich denke, wie das Auto die Welt verlassen wird.
Äh, Gute Frage. Also so robust wie das Auto ist, kann ich mir gut vorstellen, dass ich vorher die Welt verlassen werde und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das Auto die Welt verlassen wird. Aber es wird wahrscheinlich halt so sein, dass irgendwann einmal, er wird irgendwann in einem Museum stehen. Und ich hoffe, dass er die Welt an sich nicht verlässt. Es wird das Problem halt irgendwann mit den Dieselmotoren sein, dass man die nicht mehr zulassen wird oder sonstiges, dass man eventuell einen anderen Motor einbaut. Aber ich glaube, man sagt immer, die Pinzgauer ist eigentlich für die Ewigkeit gebaut. Und meine Frage in einem Werk, warum keine Pinzgauer mehr gebaut werden, hat er nur gesagt, sie sind gut.